Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Outer Worlds, sozusagen Folge 2. Ja. Ähm, wir sind gerade auf Hawthorns Schiff angekommen Please und be informed that this vessel contains no valuable plunder. okay, was haben wir hier? Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Okay, wir lächeln die ganze Zeit. Hallo, sind wir jetzt hier schon? Wo sind wir denn? Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Ja, gerne. Wem denn? Wo denn? Hallo. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this Da habe vessel in nichts an orderly geklaut. fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please Oh, prepare yourself for lethal deterrence. nein. Gesture procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject Scheiße. all boarding parties in 5, Scheiße. 4, 3, Stopp. 2, 1. Stopp. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Ja. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Hm. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to Oh. make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Okay. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Gut. Dann werden wir jetzt einen Energieregulator suchen, damit wir das Schiff mal bewegen können. Du wurdest befördert. Stufenaufstieg. Glückwunsch. Du hast genug Erfahrung gesammelt, um eine Stufe aufzusteigen. Öffne dein Charakterregister, um deinen Charakter zu verbessern. Gerne. Stufenaufstiege erhöhen deine Lebenspunkte. Zudem kannst du Punkte auf deine Fertigkeiten verteilen und jede zweite Stufe einen neuen Vorteil wählen. Weiter so und du schaffst es nur ins obere Management. Dann gehen wir mal ins Register. Fertigkeitenverbesserung. So, das lesen wir jetzt nicht nochmal alles. Nahkampf, bababam, dididim, dudidum, Rüstung, lululu. Arbeite sorgfältig, verbessere dich selbst und auch du kannst den Sprung auf die mittlere Führungsebene schaffen. Sehr gerne. Okay, ich würde gerne nochmal verfügbare Punkte, okay. So, wir gehen trotzdem nochmal auf Fernkampf. Und auch einmal Nahkampf ist vielleicht ganz gut. Dialog auf jeden Fall. Tarnung. Tech.
Begleiter. Versuchen deine Begleiter mehr Schaden. Okay. Ich würde mich aber trotzdem nochmal hier auf die Waffen und Dialog definitiv. Okay, machen wir nochmal Verteidigung 1. Fehlt uns noch irgendwas? Komm, nehmen wir die Tarnung noch. So, gut. Dann haben wir die Punkte verteilt und weiter geht's mit Escape. So. Nein, wir wollen das genauso lassen, wie es ist. Alles zurücksetzen und nicht anwenden. Aber E geht gerade nicht. Doch, jetzt. Gut. Vorteile auswählen. Aha, das gibt's auch noch. Du bist seit deiner Stasis gesünder geworden. In taktischer Zeitdilatation dauert länger an. Das ist bestimmt ganz normal. Maximum. Wenn du alleine bist, verursachst du höheren Schaden. Dauerflink. Gehgeschwindigkeit. Sprintgeschwindigkeit. Haltbarkeitsverlust. Kritische Chance von Begleitern. Händlerpreise. EP für Begleitertötungen. Tragekapazität. Okay, also ich würde auf jeden Fall hier das mal nehmen. Gut. Details. Zurück. Ja, wir wollen das natürlich anwenden, ist ja klar. So. Und Details ist das. Ruf. Kann ich hier auch noch irgendwas machen? Nee, ne? Das entsteht ja wahrscheinlich automatisch. Zusammenfassung. Okay. Es geht weiter. Gut. Ich wüsste echt gerne, ob ich die Waffe wegstecken kann. Das fände ich eigentlich voll gut. Mich nervt das ein bisschen. Wir gehen mal durchs Schiff. Versiegelt. Due Wahrscheinlich. to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Okay, ich muss erstmal den Energieregulator suchen. Alles weitere. Was haben wir hier noch? Vielleicht hier If noch your was? equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Kann ich da schon irgendwas tun? Mod installieren habe ich ja noch nicht, ne? Ne, gibt es noch nichts. Okay. Dann weg. So. Was gibt's hier noch Gutes? Da oben noch was? The ship's engines cannot be powered until a replacement Okay, regulator has also been properly installed. wir holen jetzt erstmal hier den Energieregulator. Wo ging's raus? Hier geht's. Oh, raus. Halten. So, dann wollen wir mal schauen. Da hinten. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure Natürlich. walked in it like it was your ship. Das ist And mein if this Schiff. ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty Das ist nicht fine. mein Schiff. Afraid we gotta dock your pay. Das ist natürlich nicht mein Schiff. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wirklich, nachdem ich dann... So, Yeah, komm. fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Sehr Now, gern. if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene Gibt es before da I auch make my report. Energieregulatoren? So, dann gehen wir doch mal hier nach Edgewater. So, da. Was ist das da hinten? Da sollte ich jetzt wahrscheinlich noch nicht hingehen, ne? Traglo-Wüstling. Nein, da gehen wir nicht hin. Wir gehen hier wunderbarst hier querfeld ein. Da hinten. Bitte laufen Sie jetzt. Dadurch? Okay. Kommen der Sache näher. Da hinten sieht man schon was.
Wer sind Sie bitte? Plündererschläger. So. Alles nehmen. Die haben nur gute Sachen, die Plünderer. Nix. Ach, Bewohner. Ach Gottchen. Wo war der Bursche? Hier. Okay, wir nehmen einfach mal alles mit. Wenn sich hier nicht keiner mehr versteckt. Oh, guckt euch das mal an. Ich flippe aus. Guckt doch mal, wie schön das ist. Und hier, oh, aufs Meer. Oh, cool. Edgewater. Cool. Oh, guckt euch das mal an. Ich flippe aus, echt. Ich kriege einen Knall. Wie schön das ist. Guten Tag. Whoa, hey, Hey, ho. where'd you come from? Von da drüben. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, Ja. friend. Durchreise, Kapsel abgestürzt. Your pod? What are you on about? Ja, You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. cool. Der Energieregulator. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? Ich You a bin smuggler? Aufzugs Freelancer? Dingsbums. Edgewater is a company town, ihr board owned and Aufzüge? operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Ja, der Kerl. Komm, ich mach das Four für workers dich. still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Okay. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? All right, easy now. No need to get your hackles up. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Look, I don't know what's got you caterwauling about hope this and colony that, but you need to stop. Or there's gonna be trouble. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Die sehen auch interessant aus. Hallo. Beats working at the cannery. Alles klar.
Los geht's. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal langsam drauf zu. Halten. Emerald Whale. Mhm. Hier könnte dein Ladebildschirmtipp stehen. Ist geil. Oh Mann, ey. Super. Guck mal, da gibt es schon Aufzüge. Da kann ich arbeiten. Gucken wir uns mal um. Ist das eine Tür, wo man rein könnte? Nein. Okay. Da sind Menschen. Da hinten muss ich auf jeden Fall lang. Barbershop. Hier. Ist denn hier, Phyllis? Conrad. Hier ist Conrad. Hallo, Conrad. Please don't touch anything. Your Natürlich hands nicht. are probably crawling with germs. Auf jeden Fall. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Mhm. Cleanliness is next to lawfulness. So, ganz ruhig. We don't believe in free anything here in Edgewater. We're a Spacer's Choice company. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. Gerade erst schneiden lassen. You Alles will gut. also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ach so. Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Okay. Erstmal muss ich hier dir Geld abknüpfen und sowas. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Okay. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. So. Okay, da wird... Upsi. Gut, dann würde ich sagen, hier gibt es Cantina. Was zu essen. Amelia. I don't know you. Ja, das stimmt. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. Ja, dann lerne mich mal If you're kennen. gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Coming right up. Zeig mal her. So, was gibt's denn hier Gutes? Wir haben Zero G Brew. Das wurde mir ja empfohlen von Silas. Dehydrierte Wassertabletten. Nein. 2-Hour Energy Brew. Ordentliches Koffein. Ordentlicher Preis. Wie viel habe ich denn eigentlich? 27. Oh ja.
Das ist aber teuer hier. Triptease. Und Plain and Pure Wasser. Wasser. Das ist alles recht teuer und zwar zu teuer für mich. Deswegen würde ich sagen, ach so, hier, ich kann was verkaufen. Das ist auch gut. Trotz verkaufen. Und schon habe ich 61 und ich würde mir jetzt tatsächlich die Empfehlung Zero G Brew nehmen. Alkohol, ne? Ja, klar. Wie man leibt und lebt. Kann ich das... Wir wollen 1 davon kaufen. Oder 2. Wir wollen nur 1 kaufen. Annehmen. Und ich glaube, das reicht erstmal. Vielen Dank. Oh, will ich es klauen? Nein. So. Hier hinten dürfen wir wohl nicht rein. Was? Öffnen? Hihi. Aufzüge. Aufzüge. Oh, ach nee, Klo. Das ist ein Klo. Darf ich da drauf? Der Spiegel ist kein Spiegel. Schade. Ich hätte gerne mal einen Spiegel geguckt. Okay. Ich würde sagen, gibt es noch irgendwie, mit dem wir hier quatschen können? Konservenfabrikarbeiter. Reden, reden, reden. Hier. Okay, und du? Guckst du? Hm? Nee. Okay, dann würde ich doch behaupten. Und hier geht's auch rein. Verliere ich mich jetzt gerade in allem? Ich würde niemals klauen. Niemals. Auf keinen Fall. Niemals. Das ist so in meine Tasche gefallen. Kann ich hier hochgehen? Gibt es hier was Tolles? Darf ich hier sein? Kühlschrank ist leer. Oh. Schön. Ach, guck doch mal, der Himmel. Ich flippe aus. Polarlichter. Okay. Und da? Ich kann hier überall hingehen und kann alles klauen, was im Weg liegt. Also klauen. Nicht angucken und leihen. Natürlich nur. Ich leg's nachher wieder zurück. Ganz doll versprochen. So. Okay, aber dann könnte ich das doch auch. Was war das? Ein Bitmodul. Ich bring's wieder. Versprochen. So, okay. Die 2 wollten mit mir nicht sprechen. Wo sind wir hin? Da hinten. Oh Mann, das ist echt, glaube ich, relativ groß auch hier. Kann das sein? Hey. Möchte sie sprechen? Somebody's been running around town raving about a colony ship. Ja. Plague must have gone into their brain matter. Nein. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Verstehe. Adios. Da ist noch eine Kiste. Kann man da was klauen? Mit Leihen, meine ich. Was haben wir da noch? Saltuna. Warte mal. Wir gehen erstmal hier rein. Das ist Spacer's Choice. Saltuna Canary. Gut. Gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Ist hier jemand? Hallo. Wassertabletten. Nikopad. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es hier auch Kameras und so. Man Terminal benutzen. Aha. Es ist vielleicht nicht das Beste, aber das Beste, was du bekommst. Spacer's Choice. Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Protokolle. Terminalzugang. Das ist interessant. Wir verlassen das Ganze. Und da hier keiner hinguckt, leih ich ganz kurz hier mal das Zeug aus. So. Aufzug fahren. Aufzug fahren. Das kann ich. Aufzug fahren. Meine Berufung. Hey, ho. Monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's Hier taking so irgendwo long to fix. reingeplatzt? The answer's technical.
Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Yep. Hello. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. Guck mich derweil mal um. Seems we've got a guest. Ja, hello. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Das wäre aber nett gewesen. So. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Hab ich nicht? Mhm. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Ja, dann spuck's There's aus. a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator Cool. and be along on your way. Ganz einfach so. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who Aha, live was soll there. ich säubern? Was? Mhm. Aha. I am not trying to pull one over on you, friend. You were bound to run into them sooner or later. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Mhm. Edgewater is struggling. We haven't hit our Okay, sie production brauchen quota Arbeiter. in years. Mhm. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. Okay. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Ich will mich da eigentlich gar nicht einmischen, aber ja. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. I like to. Ja. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Na Well, dann. I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Lass uns losmachen. Ja. Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fähigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiterkampffähigkeiten freischalten. Erfahre mehr über deine Begleiter im Register Begleiter. Ja, dann Parvati, hallo. We better clear out of Mr. Thompson's office before Yeah. we talk. You're right. Okay. Komm, ich bin hier professioneller Aufzugbeauftragter Fahrer und so. Komm rein. Los. Geh. Cool, ne? Cool. Aufzugmusik. Ich liebe es. Das ist genau meins. So. Hey, ma'am, can we talk? Ja, aber doch im Sorry. Aufzug noch? Ja. Na Can we gut. talk? Ja, klar. Sorry. I
you just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Ja. So. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, ma'am. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. Das ist That's what richtig. my dad used to say anyways. Das machen wir auch. Ich finde, es klingt auch nicht so besonders gut. Ich meine, ich will ja nicht auf Gedeih und Verderb und nur, weil ich mein Schiff als Captain starten möchte, dass andere Leute zu Schaden kommen. Zumindest nicht nette Leute. Ja, gut. Ich denke, wir gucken gleich mal bei diesem Vikar vorbei. Max, vermutlich dort hinten. Genau, da ist er. Was haben wir da noch? Das Botaniklabor. Ah ja, und da hinten war, keine Ahnung, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ach, ist das schön. So, gut, da wird es gleich weitergehen. Für heute ist diese Runde jetzt beendet. Folge 2 abgeschlossen. Parvati folgt mir dann auch gleich als jetziger Begleiter, zumindest momentan. Und hilft mir ein bisschen, mich zurechtzufinden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Folge 3 startet. Genau hier und jetzt an dieser Stelle. Also dann, bis dann. Bye, bye.